Brutal gute Düfte, die ihr im Herbst auf jeden Fall haben müsst. Die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich habe 10 an der Zahl. Richtig brutal geile Herbstdüfte im Endeffekt, ne? Die man im Herbst richtig gut benutzen kann. Wir gehen mal rein. Mein Name ist Dennis. Yes. Und der erste ist L'Homme Ideal von Guerlain oder Guerlain, wie ich mal so schön sagen. Ja, warum ist der brutal gut? Der ist brutal gut, weil er hat eine leichte Frische und hat trotzdem eine schöne Mandelnote, die aber nicht auf den Sack geht. Ihr könnt den also sehr gut auch im Büro tragen und der funktioniert einfach immer. Aktuell gibt es den in einem anderen Flakon. Der ist hier durchsichtig, glaube ich, so wie, kleinen Moment, so wie der hier wird der aussehen. Ja. Und richtig schönes Teil und schöne Mandel und einzigartige Mandel. Also nicht so eine extrem süße Mandel, sondern richtig schön abgerundet, denn leichte, ja schon dieses, ja typische Guerlain. Das ist, also die L'Homme Ideal-Reihe allgemein ist schon sehr, sehr lecker. Und das Eau de Toilette solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. So, als nächstes Angel Share Paradis. Ja, warum Paradis? Ich nehme jetzt im Moment immer auf dem Paradies statt das Original, weil hier der Himbeerlikör einfach das ein bisschen nicht ganz so weihnachtlich macht. Trotzdem habt ihr natürlich eine schöne Zimtnote und dieses übliche Weihnachtsding, aber schon ein bisschen easy ruhiger gemacht. Damit heißt es nicht, dass die Haltbarkeit nicht easy ist. Also die ist schon richtig gut und auch eine gute Sillage. Aber ja, die Himbeernote, der Himbeerlikör, der macht es richtig schön lecker. Ja, macht Spaß, den Duft zu tragen. Im Endeffekt ist es auch ein ganzjahres Angel Share, könnte man schon so betiteln, obwohl er stark ist. Im Sommer geht er auch, aber natürlich nicht mit 20 Sprüher. Ich würde es natürlich machen, weil es geil ist, aber ja, Angel Share Paradis. Ja, sehr nice. So, der nächste ist ein Klassiker. Le Mal, das Original. Ja, hier habt ihr einfach, ja, Kaugummi-Style und schön Lavendel und Vanille. Das ist Le Mal, aber was soll ich noch zu diesen Klassiker sagen? Einer der besten, vor allen Dingen im Designerbereich, gar nicht mehr wegzudenken. Ach, ist immer noch herrlich. Und nochmal für die Leute zum Mitschreiben, für die es immer noch nicht begriffen haben. Dieser Duft strahlt gut und stark aus. Immer wieder. Selbst wenn ihr ihn selber nicht so riecht, das weiß ich. Aber Fakt ist, dieser Duft, der strahlt einen ganzen Raum voll. Das ist einfach so. Und das ist brutal immer noch stark. Auch die neue Version und die schon 2 Jahre alt. Aber sonst, der ist noch stark. Der ist überall, wo ich ihn rieche. Und die werden nicht eine Vintage-Version alle haben. Vor allen Dingen nicht die jüngeren. Und der ist auch hier. Und so umso länger ihr ihn nicht getragen habt, umso geiler ist dieser. Der wird einfach nicht müde, dieser Duft. Le Mal, Jean-Paul Gaultier. Ja, so jetzt kommen wir zu den Afrika-Duft. Ich sag's ja immer wieder, von Goldfield & Banks. Und zwar Desert Rosewood. Und das ist so einer der besten Düfte in meiner Sammlung. Wirklich ein schönes Teil. Wenn ihr in Afrika, wenn ihr da schon mal wart, dann wissen die Leute, was ich meine. In Afrika, Safari-Tour auf einer Lodge heißt das Lodge, sitzt ihr und guckt in die weite Welt hinein und so riecht es in Afrika. Es ist wirklich ein geiles Teil. Sie spiegelt diesen Duft oder diese ganze Naturgewalt mit den Tieren einfach wieder. Nichts animalisch, keine Angst, Rose, dunkel, es ist einfach schwer wieder zu... Dunkler Juice, auch richtig geiles Teil. Das ist auch im Endeffekt der beste von Goldfield & Banks. Ja, wir haben hier noch, wo haben wir ihn? Da steht er. Pacific Walk Moss. Die beiden, ich kenne nicht alle, aber ich kann jetzt schon sagen, den wird einfach keiner schlagen. Nein, weil ich den einfach... Also wenn ihr mal einen richtig eleganten Duft fürs ganze Jahr, der immer gut ankommt, der für einen Mann, für einen gestandenen Mann und so weiter, Desert Rosewood von Goldfield & Banks oder Goldfield & Banks ist geil. Goldfinger, vielleicht auch, ja. So, als nächstes, wow, Job, wow. Hier kriegt ihr für 20 Euro, wie viel sind das eigentlich immer? 100 ml kriegt ihr für 20 Euro, ja? Für die Leute haben letztens runtergeschrieben, wo findest du den für 20 Euro? Tatsächlich mal, um keine Werbung zu machen, aber ich habe ihn bei Easy Kosmetik.
mal gesehen. Da müsst ihr ab und zu mal gucken. 20 Euro, 100 ml, schön würzig. Auch hier Zimt würzig, so ein bisschen eine Job-Wow-Variante von Spice Bomb eventuell oder von den Rehab, von Initio, aber nicht ganz zu vergleichen, sondern so mit eigener DNA. Sehr lecker mit einem schwachsinnigen Deckel, aber kann man so machen. Aber für dieses Geld und für die, ich habe den ja schon vor keine Ahnung wie viele Jahren vorgestellt, immer noch wieder gut. Der ist ja auch seit, jetzt habe ich noch schon wieder ein paar Monate auch wieder dann in meine Sammlung gewandert. Früher war er ja schon in meiner Sammlung. Das ist ein geiles Teil. Erwartet jetzt nicht so bombastische Haltbarkeit, aber es ist ein schönes Teil. Ich mache immer diesen Deckel ab. Eigentlich totaler Schwachsinn, aber auch richtig schön würzige, zimtige Note. Sehr nice. So, dann kommen wir zu einem Duft. Der ist nicht ganz so teuer, in Anführungsstrichen, wie das Original. Aber auch schon ein bisschen teuer. Aber wenn ihr die alte Variante haben wollt vom Original, so richtig die alte Variante, dann solltet ihr euch auf jeden Fall Royal Bleu holen. Yes. Heftiger Flakon mit 150 ml müssen das sein. Sehr nice. Ihr bezahlt ja trotzdem weniger und ihr habt im Endeffekt ja die beste Layton Alternative, die es auf dem Markt gibt. Vor allen Dingen die alte und erste Variante von Layton. Richtig schön süß, apfelig, ein Traum. Und so ist Royal Bleu. Ja, richtig geiles Teil. Ob man den Flakon gut findet, das ist jedem selbst überlassen. Aber es ist ein geiles Teil, was auch wirklich gut 10 Stunden anhält. Ich habe den mit den 220er, 219er, nee, 220er ist ja mein Layton verglichen. Die Tiefe von Layton, nee, 2019, Quatsch, das ich rede. Meiner ist kurz nach der ersten Batch gekommen. Ich habe nicht ganz den alten, aber ich muss schon sagen, der ist wirklich gut. Und er geht auch in diese ganz alte Version, Batch-Version rein, aber die Tiefe ist nicht ganz so wie beim Original. Ne? Deswegen ist es aber trotzdem natürlich diesen Seicher die beste Alternative. Also Royal Bleu, geiles Teil. Und wenn ihr Layton mögt, dann kommt ihr dann. Dann ist das einfach so, wenn ihr keinen Bock mehr auf den aktuellen Layton habt. So, jetzt kommen wir zu einem Klassiker. Für mich ist es immer der Heiratsduft. Viele, die mich fragen, was würdest du tragen, wenn du heiratest? Oder, Quatsch. Was soll ich tragen, wenn ich heirate? Die Frage bekomme ich oft. Also die anderen wollen dann heiraten. Reflection Man. Ja, es ist einfach Orangenblüte und Amouage macht es einfach. Oh, so eine cremige, leicht süßliche Orangenblüte von allerfeinsten. Für mich der sinnlichste Duft für einen Mann, wirklich. Es gibt viele Nachbauten, keiner kommt ran. Manche sind sehr gut, ja, aber keiner kommt am Original ran. Das ist einfach Fakt. Und ja, schönes Teil. Solltet ihr auf jeden Fall haben. Der ist original. Ihr könnt auch noch den Reflection 45 nehmen. Der ist aber ein bisschen stärker. Vielleicht könnte der manchen vielleicht auf den Sack gehen. Der ist nicht ganz so sinnlich, exklusiv, krank geil gemacht, so wie das Original. Aber der wird auch noch mal in meine Sammlung wandern, der 45er. Aber das Original ist trotzdem das Original. Und es ist schon nice, muss man sagen. Ja, der nächste, Job Homme, aber das Eau de Parfum. Ja, das ist jetzt im Herbst richtig toll. Die DNA, die hat Job übrigens zu der Zeit richtig was Gutes rausgehauen. Ein paar Jahre ist er jetzt auch inzwischen alt. Aber die Haselnuss, ihr müsst Job Homme euch vorstellen, nur mit Haselnuss. Richtig genial. Ich habe auch schon gehört, dass viele meinen, das ist so ein ähnlicher Duft wie Gautier Hoch 2. Nein, also der ist noch ein bisschen anders. Aber das ist ein schönes Teil. Hält gut, ist natürlich süß, ist penetrant, hält ewig, strahlt gut aus. Das macht Job gut in der Job Homme-Reihe. Und ich habe alle Ableger, deswegen habe ich natürlich auch den. Ich habe den jetzt rausgesucht, weil der im Herbst wirklich krank gut performt und richtig gut ankommt mit dieser schönen Haselnussnote. Ja, geiles Teil. Absolut nice. So, jetzt kommen wir zu Chanel. Ihr seht das schon, aber es ist nicht das Eau de Toilette natürlich. Es ist auch nicht das Eau de Parfum. Es ist auch nicht das Elixier, das Neue, was jetzt aktuell raus ist, was man nicht braucht. Weil man den hier hat. Wenn man den hier hat, den hier, dann braucht man das Elixier meiner Meinung nach nicht. Parfüm. Die Parfüm-Variante, die strahlt das aus, was willst du jetzt mit dem neuen Elixier? Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Das Elixier ist nur noch Leder mit reingeflossen, aber im Endeffekt unnötig, komplett unnötig. Mach doch bitte was Neues, Chanel.
Schönes Teil. Ja, ihr habt das Eau de Toilette und dann habt ihr was holzig, maskulines, für mich die beste Variante, das Eau de Parfum. Eau de Parfum, sage ich ja schon oft, habe ich nicht mehr, habe ich verkauft, weil ich brauche diese Zwischendinger nicht. Meistens ich teste sie natürlich vor, aber meistens sind es diese Ableger oder diese Zwischendinger vom Eau de Toilette und dann vom Parfüm. Deswegen brauche ich dieses Zwischending nicht, wenn ich das Parfüm habe und das Eau de Toilette. So, ganz einfach. Dadurch, dass ich auch noch die erste Variante, also die ganz erste Auflage vom Eau de Toilette habe, die sehr nice ist, genau wie das hier auch, die erste, also das Parfüm ist schon lecker, also maskulin, holzig, absolut geil. So, und zum guten Schluss kommt ein Duft, der eigentlich, also dieses Taskeletta-Feeling, wenn ihr das haben wollt, mit Himbeere, Leder etc., Weihrauch meinetwegen auch, da gibt's viele Ableger, Weedy in London habe ich auch hier, Weedy in London und so weiter und natürlich Taskeletta, das Original und noch so einige andere Vertreter, aber von Kinetic Parfums, der Sillage ist einfach die 10 von 10. Ist einfach. Eigentlich sind es alles 10 von 10, aber wenn man das mit den beiden vergleicht oder mit den anderen, ist das hier einfach die Vollendung. Hier passt einfach alles. Brutale Haltbarkeit, brutales Sillage und dann diese DNA mit Himbeere, Leder, Weihrauch und so weiter so perfekt zusammengefügt und ich bekomme von also jedes Mal, wenn ich den trage, bekomme ich Komplimente und ich muss sagen, der rückt langsam immer näher von meinem Duft, von dem ich am meisten Komplimente oder für den ich am meisten, und das ist immer noch Prada Luna Rossa Sport. Kriegt so viel Kompliment ich zähle das ja über die ganzen Jahre. Und es ist nicht Naxos. Nein, Naxos kommt auch gut an. Aber immer wenn ich den trage, ist brutal. Ich hoffe, dass sie den so gelassen haben. Immer noch so. Das ist absolut die beste. Es ist überholt auch sogar das Original. Und ich habe das Original hier. Ich habe das Original hier und ja, schönes Teil, also Sillage Kinetic Parfüms. Ich wollte eigentlich noch andere reinnehmen, aber 10 reichen. Zum Beispiel auch Oud for Greatness wollte ich reinnehmen, aber dadurch, dass ich den Duft irgendwie immer nicht so feiere. Ich habe die mit einer der ersten Auflagen, die steht übrigens zum Verkauf, nur mal so nebenbei. Also falls ihr Bock habt, müsst ihr mich mal auf Parfumo anschreiben. Oder der ist sogar drin. Aber es ist eben die alte Version, die richtig potent noch ist. Deswegen, also den gibt's natürlich nicht geschenkt. Aber ich sag nur, aber ja, für euch, ich muss auch so ein bisschen selber dahinter stehen. Ich finde Oud for Greatness eine schwierige DNA für mich. Also schwierig, ich komme da irgendwie, ich versuche das immer wieder, aber irgendwie, ja, nicht so mein Fall. Und deswegen habe ich ihn noch rausgenommen. Natürlich, klar, da würde ich ja auch reinpassen. Als Beispiel jetzt ein Oud for Greatness, da gibt's natürlich noch ganz andere. Aber ja, das waren die 10. Schreibt mal unter, was haltet ihr, was habt ihr für geile Herbstdüfte? Also richtig geile Brecher für den Herbst. Und dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Grüße an euch alle da draußen. Schön, dass ihr mal einschaltet. Lasst ein Like da, also Daumen nach oben und folgt natürlich. Lasst gerne ein Abo da, folgt mir. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal, Freunde.